Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid, um uns auf unserem Roadtrip durch die Benelux-Länder zu begleiten. Wir starten auf dieser Reise in der niederländischen Stadt Maastricht, von der wir am nächsten Tag nach Valkenburg fahren. Auf dem Weg nach Luxemburg besuchen wir den kleinen Ort Clerf, ehe wir unseren neuen Übernachtungsplatz erreichen. In Belgien ist das schöne und historische Leuven unser Ziel. Das beschauliche niederländische Gröde verbinden wir auf unserer Tagestour mit der Hafenstadt Breskens. Middelburg auf Zeeland ist unser Startpunkt für Ausflüge in die Hafenstadt Vlissingen und das Örtchen Zoutelande. Im Anschluss stehen noch Oostkapelle, der schöne Urlaubsort Domburg mit seinem langen Strand und der Nachbarort Westkapelle auf unserem Tourenplan. Aber zunächst starten wir vom heimischen Ostfriesland ins niederländische Maastricht. Wir erreichen den Wohnmobilstellplatz Papillon, der sich direkt an der Maas befindet. Und wie ihr seht, ist auch die Sonne endlich herausgekommen. Der Platz befindet sich nur etwa 2,5 Kilometer vom Zentrum entfernt und ist ideal für Stadtbesichtigungen und Fahrradtouren in die Umgebung. Genau das machen wir jetzt und fahren mit den Fahrrädern in das Zentrum von Maastricht. Dabei bestaunen wir die hübschen Hausboote, die hier in der nahen Marina liegen. Wir erreichen das Rathaus am Markt, das eines der bedeutendsten historischen Gebäude der Stadt ist und aus dem 17. Jahrhundert stammt. Nur ein paar Schritte daneben der Brunnen am Markt. Klein und scheinbar, aber genau deshalb so typisch für Maastricht. Wir bestaunen die Sint-Servaasbrug, die als älteste Steinbrücke der Niederlande gilt, und spazieren gemütlich durch die schönen Altstadtstraßen, die sich rund um den Markt befinden und ein dichtes Netz aus engen Gassen, Kopfsteinpflaster und historischen Fassaden bilden. Mitten in der Altstadt entdecken wir die Liebfrauenbasilika, die als eine der ältesten und atmosphärischsten Bauwerke der Stadt gilt. Dann entdecken wir die Bischofsmühle, die ursprünglich aus dem 7. Jahrhundert stammt. Sie wurde über die Jahrhunderte immer wieder erweitert, erneuert und angepasst, aber das Grundprinzip ist dasselbe geblieben. Die Mühle gehört damit zu den ältesten funktionierenden Wassermühlen Europas. Das animiert uns dazu, ein leckeres Stück Kuchen und einen ebenso leckeren Cappuccino zu uns zu nehmen. Wir erreichen den Kaiser-Karel-Plain, einen offenen steinernen Platz mit weitem Blick auf die romanische Fassade der Servatius-Basilika. Sie ist die älteste erhaltene Kirche der Niederlande und eines der bedeutendsten romanischen Bauwerke des Landes. Unmittelbar daneben steht die Sint-Jaanskerk aus dem 14. Jahrhundert mit ihrem leuchtend roten Turm. Zufällig entdecken wir noch die Dominikanerkirche aus dem 13. Jahrhundert, die zu einer der schönsten Buchhandlungen der Welt umgebaut wurde. Unter den gotischen Rippenbögen blättern heute Menschen in Büchern, während durch die bunten Fenster ein gedämpftes Licht fällt. Nach diesem tollen ersten Tag beenden wir auf unserem Stellplatz den angebrochenen Abend in der noch angenehmen Abendsonne.
Heute Morgen lacht die Sonne wieder vom Himmel und so schnappen wir unsere Fahrräder, um auf ihnen eine Tour ins benachbarte Falkenburg zu fahren. Die etwa 25 Kilometer lange Strecke führt durch das leicht hügelige Mergelland, vorbei an Wiesen und kleinen Dörfern und ist in circa 1,5 Stunden gut zu bewältigen. Wir erreichen Falkenburg und parken die Räder nahe der alten Stadtmauer. Dann begeben wir uns zu Fuß in das hübsche Zentrum des Ortes. Falkenburg wirkt wie ein Ort, der seine Geschichte nicht versteckt, sondern stolz offen trägt. Schon beim Ankommen fällt der warme Ton des Mergelsteins ins Auge, der den Häusern und Mauern dieses südlimburgischen Städtchens eine fast mediterrane Helligkeit verleiht. Im Zentrum pulsiert das Leben. Cafés und Terrassen reihen sich entlang der Gäul, deren Wasser leise unter den kleinen Brücken hindurchfließt. Falkenburg ist lebendig, aber nie aufdringlich. Ein Ort, an dem man sich treiben lassen kann, ohne die Orientierung zu verlieren. Die engen Gassen erzählen von Handwerkern, Pilgern und Reisenden, die hier schon lange vor uns unterwegs waren. Die Ruine der einst mächtigen Höhenburg thront über allem. Ein stiller Wächter, der seit Jahrhunderten über das Goldtal blickt. Hier oben entdecken wir eine kleine Rooftop-Bar, die einen tollen Ausblick über die reizende Stadt bietet und zu einer Pause einlädt. Vorbei an der Kirche der Heiligen Nikolaus und Barbara laufen wir wieder zu unseren Rädern und machen uns auf den Rückweg nach Maastricht. Dieses Mal wählen wir aber eine andere Strecke. Erneut fahren wir über tolle Fahrradwege und entdecken nur wenige Minuten von Falkenburg entfernt das Château St. Gerlach. Der Park des Anwesens ist weitläufig und wirkt wie ein stiller Rückzugsort. Zwischen alten Bäumen und gepflegten Wiesen tauchen immer wieder Skulpturen auf, manche klar sichtbar, andere fast versteckt, als warten sie darauf, entdeckt zu werden. Auf unserem weiteren Weg entdecken wir eine kleine Herde zotteliger Alpakas. Am nördlichen Stadtrand von Maastricht fahren wir direkt auf das historische Schloss und Gutsgelände Vesthatelt aus dem 17. Jahrhundert zu, das einst sogar König Willem II. Beherbergte. Wir erreichen die Maas und begleiten sie ein Stück bis nach Maastricht. Und nach einem leckeren Abendessen beenden wir den Tag auf unserem Stellplatz. Heute führt uns unsere Reise weiter nach Luxemburg. Unterwegs legen wir einen Zwischenstopp im Örtchen Clerf ein, das sich im luxemburgischen Teil der Ardennen befindet.
Nachdem wir unser Wohnmobil geparkt haben, begeben wir uns in das Zentrum des kleinen Ortes. Wir entdecken beim Schloss einen amerikanischen Sherman-Panzer, der während der Ardennenoffensive 1944 um Clerves zerstört wurde. Er wurde später geborgen und hier als Denkmal aufgestellt. Die Pfarrkirche von Clerves ist eines der markantesten Gebäude des Ortes und prägt mit ihrer leicht erhöhten Position über dem Tal das Ortsbild. Und nach einem kurzen Spaziergang setzen wir unsere Reise nach Luxemburg-Stadt fort. Gegen Mittag erreichen wir dann den ruhig gelegenen Campingplatz Kockelscheuer. Trotz seiner Nähe zur Hauptstadt wirkt der Platz ruhig, naturnah und ist umgeben von hohen Bäumen und gepflegten Grünflächen. Die Stellplätze sind terrassenförmig angelegt und bieten sowohl sonnige als auch schattige Bereiche. Nachdem wir uns häuslich eingerichtet haben, fahren wir mit den Fahrrädern in ca. 15 Minuten in die Innenstadt von Luxemburg. Die Innenstadt von Luxemburg bildet das historische und kulturelle Herz des Landes. Enge Gassen, elegante Plätze und sorgfältig restaurierte Fassaden prägen das Bild, während Boutiquen, Cafés und Restaurants für lebendiges Treiben sorgen. Eine kühle Erfrischung kommt uns jetzt gerade recht. Die Innenstadt liegt auf einem Felsplateau über den tief eingeschnittenen Tälern von Alzette und Petrusse und verbindet auf beeindruckende Weise mittelalterliche Strukturen mit moderner Urbanität. Da wir morgen ebenfalls noch in Luxemburg bleiben, heben wir uns die gemütlich wirkende Unterstadt für den nächsten Tag auf. Wir erreichen den Wilhelmsplatz. Er trägt seinen Namen zu Ehren von Willem II., der König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg war. Dabei handelt es sich um einen offenen, hellen Platz, der von Cafés, Restaurants und dem Rathaus eingerahmt wird. Zum Abschluss laufen wir noch ein paar Schritte zum großherzoglichen Palast aus dem 16. Jahrhundert. Er dient als offizieller Sitz des Großherzogs. Heute regnet es leider und so fahren wir mit dem Linienbus, der in Luxemburg übrigens immer kostenlos ist, in die Innenstadt. Außerdem bietet sich bei schlechtem Wetter der Besuch der Kasematten an. Sie sind ein weit verzweigtes System unterirdischer Gänge, das ab 1644 in den Fels gehauen wurde und ursprünglich Teil der mächtigen Festung Luxemburg war. Sie entstanden zunächst unter spanischer Herrschaft und wurden später von den Franzosen sowie den Österreichern erheblich erweitert. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs das Tunnelsystem auf eine Gesamtlänge von 23 Kilometern, verteilt auf mehrere Ebenen mit Gängen, die bis zu 40 Meter tief in den Fels reichen.
Der Bereich der Bockkasematten, in dem wir uns aktuell befinden, beherbergte einst 1200 Soldaten und 50 Kanonen und brachte Luxemburg den Beinamen Gibraltar des Nordens ein. Während der beiden Weltkriege dienten die Kasematten der Bevölkerung als Schutzräume. Bis zu 35.000 Menschen fanden hier Zuflucht vor Bombenangriffen. Heute gehören sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt und ziehen jährlich über 100.000 Besucher an. Wir erreichen die Unterstadt, die tief im Tal der Alzette gelegenen Viertel Grund, Pfaffental, Klausen und Pulvermühle umfasst. Diese Stadtteile gehören zu den ältesten Siedlungsbereichen der Hauptstadt. Enge Gassen, alte Brücken, restaurierte Häuser und die Nähe zum Wasser verleihen ihnen eine ruhige, fast abgeschlossene Atmosphäre, die im starken Kontrast zur belebten Oberstadt steht. Da der Wetterbericht für Deutschland eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von bis zu 90 Litern pro Quadratmeter vorhersagt, ändern wir kurzerhand unseren Plan und fahren in die entgegengesetzte Richtung ins belgische Löwen. Der Wohnmobilstellplatz bietet 8 einfache, aber gut ausgestattete Stellplätze in unmittelbarer Stadtnähe und genügt uns für eine Nacht vollkommen. Nach einem ersten Kaffee fahren wir mit den Rädern die ca. 2 Kilometer lange Strecke bis in die Innenstadt und parken die Räder am Martelarenplein in der Nähe des Bahnhofs. Von hier aus erreicht man die historische Altstadt von Löwen in ca. 10 Minuten zu Fuß. Das Herz der Stadt schlägt rund um den Grote Markt, wo neben der St. Peter-Kirche das spätgotische Rathaus mit seiner filigranen Fassade zu den beeindruckendsten Bauwerken Belgiens zählt. Die Innenstadt ist kompakt, fußgängerfreundlich und voller Cafés, Brauereien und kleiner Geschäfte, die Löwen einen entspannten, zugleich aber lebhaften Charakter geben. Der Oude-Markt ist einer der lebendigsten und charakteristischsten Orte in Löwen. Er liegt mitten im historischen Zentrum und wird oft als die längste Theke Europas bezeichnet. Ein Spitzname, der von den dicht aneinandergereihten Bars, Cafés und Restaurants stammt. Wir flanieren noch ein wenig durch die hübschen Gassen und erreichen erneut die St. Peter-Kirche, die wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen wollen. Die St. Peter-Kirche in Löwen ist eines der bedeutendsten gotischen Bauwerke der Stadt und steht direkt am Grote Markt gegenüber dem berühmten Rathaus. Ihre Ursprünge reichen ins 15. Jahrhundert zurück, als Löwen eine der wichtigsten Städte des Herzogtums Brabant war. Die Kanzel der St. Peter-Kirche ist ein kunstvoll geschnitztes barockes Werk aus dem 17. Jahrhundert, das sofort ins Auge fällt, sobald man den Kirchenraum betritt. Sie besteht aus dunklem Holz und ist reich mit Figuren, Ornamenten und symbolischen Darstellungen verziert.
Die Kirche beeindruckt durch ihre helle, offene Architektur und die charakteristische Brabante Gotik, die sich in den hohen Spitzbögen, den schlanken Säulen und der eleganten Raumwirkung zeigt. Vorbei an vielen kleinen Lädchen führt uns unser Weg wieder zurück zum lebendigen Bahnhofsvorplatz. Hier wartet in einem hübschen Biergarten noch ein leckeres und kühles Bier auf uns. Erneut wechseln wir den Standort und fahren heute von Leuven nach Gröde in den Niederlanden. Wir erreichen den Strandcampingplatz Gröde, der als einer der beliebtesten Plätze an der niederländischen Küste gilt. Die Anlage bietet einen kleinen Markt mit täglich frischen Brötchen, großzügig parzellierte Stellplätze sowie moderne und sehr saubere Sanitärgebäude. Direkt hinter den Dünen liegt der Strandpavillon Pur, den wir jetzt besuchen. Hier kann man ein leckeres kühles Bier mit einer wunderbaren Sicht auf den Strand kombinieren. Der Strand von Gröde wirkt wie ein weit geöffnetes Fenster zur Nordsee. Hinter einer sanft geschwungenen Dünenreihe breitet sich ein heller breiter Sandstreifen aus. Am Abend kehren wir noch einmal auf einen Strandspaziergang zurück und über der Westerschelde ziehen die großen Frachter so nah vorbei, dass man fast das Gefühl hat, sie könnten den Strand berühren. Jetzt am Abend legt sich ein warmes goldenes Licht über die Szene und die Schatten der Pfähle und Dünenkämme werden länger. Wir schlendern vorbei an den Strandhäusern, die man hier mieten kann, und genießen die klare, salzige und oft von einem leichten Wind durchzogene Luft. Die Zeit verrinnt, bis der Horizont schließlich in orangen Farbtönen versinkt. Heute an unserem 7. Tag der Benelux-Tour fahren wir mit den Fahrrädern in den Ort Gröde. Dabei passieren wir das Gröde-Podium, ein Bunkermuseum, welches ein außergewöhnlich gut erhaltenes Relikt des Atlantikwalls ist. Gröde selbst wirkt wie ein kleines, ruhiges Stück Seeland, das sich seinen eigenen Rhythmus bewahrt hat. Der Ort liegt etwas zurückgesetzt hinter den Dünen und besteht aus einem kompakten, gepflegten Zentrum mit historischen Häusern, schmalen Gassen und einer angenehm fast dörflichen Gelassenheit. Auf dem zentralen Platz entdecken wir die sitzende Statue des niederländischen Dichters Jacob Cats.
Rund um die Kirche trifft man Einheimische, Radfahrer und Urlauber, die hier eine Pause einlegen, ein Eis essen oder einfach die Atmosphäre genießen. Wir folgen dem gut ausgebauten Fahrradweg nach Breskens. Der kleine Küstenort an der Westerschelde verbindet maritimes Flair mit entspannter Strandatmosphäre. Wir nutzen diesen kleinen Zwischenstopp und genießen in einem gemütlichen Café ein leckeres Stück Apfelkuchen und einen Cappuccino. Im Anschluss steigt Lotti die Himmelstreppe hinauf, deren Aussichtsplattform einen wunderbaren Ausblick hinüber nach Vlissingen bietet. Wir folgen der Küstenpromenade, die einen weiten Blick über Meer und Schifffahrtsroute bietet. Besonders bekannt ist Breskens für seinen schwarzen Leuchtturm, der als Wahrzeichen über dem Dünenstreifen steht. Nach einer abwechslungsreichen Tagesetappe erreichen wir wieder unseren Strandcampingplatz Gröde. Heute verlassen wir Gröde und fahren quasi einmal um die Ecke in das 60 Kilometer entfernte Middelburg. Gut eine Stunde später beziehen wir unseren schönen Stellplatz auf dem Stadtcamping Seeland. Es dauert gar nicht lange, da sind wir schon wieder mit den Fahrrädern unterwegs in die Hauptstadt der niederländischen Provinz Zeeland. Middelburg wirkt wie eine Stadt, in der Geschichte und Gegenwart mühelos ineinander fließen. Im Herzen der Stadt erhebt sich das spätgotische Rathaus, das zu den eindrucksvollsten Rathäusern des Landes zählt und sich direkt am Marktplatz befindet. Wer Middelburg besucht, erlebt eine Stadt, die sich am besten zu Fuß entdecken lässt. Die Stadt selbst ist von Wasser durchzogen, das sich durch die Grachten schlängelt. Vorbei am historischen Schützenhaus setzen wir unseren Rundgang fort. Wir erreichen die Abtei mit dem markanten Turm Langerjarn, der hoch über den Dächern der Stadt steht. Nicht weit davon entfernt entdecken wir einen hübsch begrünten Innenhof mit Café. Grün und eine der fotogensten kleinen Gassen der Stadt ist auch die Reigerstraat, die mit ihren Vogelhäuschen wie aus einer anderen Zeit wirkt.
Hinter vielen Fassaden verbergen sich ruhige Innenhöfe und Gärten, die einen überraschenden Kontrast zur lebendigen Innenstadt bilden. Übrigens gilt die Stadt auch als einer der zentralen Orte der früheren Optikgeschichte. Wir beenden unseren Rundgang durch diese sehenswerte Stadt wieder am Rathaus, dessen Fassade 25 Figuren der Grafen und Gräfinnen von Seeland zeigt, flankiert von den typischen rot-weißen Fensterläden der Region. Erneut gehen wir mit unseren Fahrrädern auf Entdeckungsreise, denn Fahrradfahren geht fast nirgendwo so gut wie in den Niederlanden. Wir erreichen die Hafenstadt Vlissingen und schlendern entlang der Fußgängerzone zum kleinen Stadthafen, in dem vor allem kleine Freizeitboote vor Anker liegen. Die Festung von Vlissingen war über Jahrhunderte ein zentrales Element der Stadtverteidigung und prägte das Erscheinungsbild der Hafenstadt weit stärker, als es heute noch sichtbar ist. Direkt am Seedeich der Westerschelde steht die Oranjemühle und in ihrer unmittelbaren Nähe das Bunkermuseum, ein Relikt des Atlantikwalls. Der Artilleriebeobachtungsbunker, der während des Zweiten Weltkriegs zur Überwachung der Westerschelde diente, ist weitgehend im historischen Zustand erhalten, was den Besuch besonders authentisch macht. Während die großen Schiffe dicht an der Küste vorbeiziehen, bewundern wir noch einmal die Oranjemühle von 1699. Sie gilt als die dem Meer am nächsten gelegene Windmühle der Niederlande. Wir erreichen den Bellamy Park. Die Häuser, die auf diesem zentralen Platz stehen, erinnern mit ihren schmalen, unterschiedlich hohen Fassaden an die maritime Vergangenheit der Stadt. Vorbei an der Sint-Jacobskerk schlendern wir wieder durch die kleinen verwinkelten Gassen zurück zu unseren Fahrrädern. Nun folgen wir über den Küstenfahrradweg dem Ufer der Westerschelde. Der nächste Ort, der auf dieser Strecke liegt, ist Sauterlande. Der Ort wirkt ruhig, freundlich und typisch seeländisch. Mit kleinen Straßen, Ferienhäusern und einer Atmosphäre, die stark vom Meer und vom Licht geprägt ist. Der Strand ist breit, sauber und gut zugänglich und die Kirche und die alten Häuser im Zentrum verleihen dem Ort einen traditionellen Charakter. Wir fahren über den Küstenfahrradweg wieder zurück zu unserem Campingplatz und beenden einen weiteren tollen Tag hier auf Seeland. Da sind wir wieder und nach einem leckeren Frühstück und nachdem das Geschirr wieder abgewaschen im Wohnmobil steht, starten wir heute zu unserer letzten Fahrradtour auf Seeland. Die Sonne verwöhnt uns heute wieder mit strahlendem Wetter und überall duftet es nach wilden Blumen am Wegesrand. Unser erstes Ziel, das wir heute erreichen, ist der kleine Ort Oostkapelle. Die Atmosphäre ist entspannt und familiär, geprägt von kleinen Straßen, einer alten Dorfkirche und gemütlichen Terrassen im Zentrum.
Weiter geht die Tour durch ein einzigartiges Wald- und Dünengebiet. Der Weg führt durch dichte, windgeformte Wälder und immer wieder öffnen sich Blicke auf die Dünen, die parallel zur Route verlaufen. Wir erreichen den Ferienort Domburg. Er ist der älteste Badeort Seelands und verbindet elegante Bäderarchitektur, weite Strände und eine lange Tradition als Kur- und Künstlerort. Der Ort wirkt gepflegt, lebendig und zugleich entspannt. Ein klassischer Küstenort, der seinen historischen Charakter bewahrt hat. Der Strand von Domburg ist breit, sauber und von hohen Dünen eingerahmt. Die Küste ist bekannt für ihre hölzernen Wellenbrecher, die das typische Bild prägen. Durch die südwestliche Lage gibt es viele Sonnenstunden und der Wind bringt ständig die salzige Meeresluft in den Ort. Wir durchfahren noch einmal den mondänen Badeort und lassen die Eindrücke noch einmal auf uns wirken. Weiter geht es den Küstenfahrradweg entlang und wir sehen aus der Ferne zunächst den Leuchtturm und dann den dazugehörigen Ort Westkapelle, der direkt hinter dem mächtigen Deich liegt, der seit Jahrhunderten als Schutzwall gegen die Nordsee dient. Hier entdecken wir den zweiten Sherman-Panzer auf dieser Reise, der an die dramatische Schlacht um die Schelde im Herbst 1944 erinnert. Vorbei am Leuchtturm Westkapelle Hoog führt uns unser Rückweg bei schönstem Sonnenwetter zunächst durch eine Dünenlandschaft und später durch kleine Wäldchen und Alleen zurück zu unserem Stellplatz nach Middelburg. Was für ein herrlicher Abschluss dieser Reise durch die Benelux-Länder. Am nächsten Tag geht es für uns leider wieder nach Hause. Uns hat die Reise durch Belgien, Luxemburg und die Niederlande sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht ist dieser Roadtrip ja auch mal etwas für euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo von euch sehr freuen. Wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr keins unserer nächsten Videos mehr. Also dann, bis demnächst. And I'll start to feel better